Jo, moin Leute, hier ist der Thorsten. Jo, ja, mein erster Teil vom Weg oder auf dem Weg zum WTM 2017. Für alle, die es nicht wissen, WTM World Toughest Mudder. Ähm, Das ist quasi ein 24-Stunden-Lauf in der Wüste von Las Vegas. 5 Meilen pro Runde. Guckt doch einfach mal auf toughmudder.de, da findet ihr einige Informationen darüber. Letztes Wochenende, also Samstag auf Sonntag, war der 2016 Run. Ähm, und wir haben ganz viel halt eben live gestreamt. Wir haben in der Gruppe darüber gequatscht, weil es ist ganz klar unser Ziel 2017 mitzumachen. Jo, heute ist Montag. Ich gucke mal gerade auf die Uhr, 14. November. Guckt mal mit. Das sind knapp halb neun. Und heute fängt es halt eben an, das Training. Ich werde euch in den Videoblogs ganz viel teilhaben an meinem Training, an meiner Trainingsplanerstellung, worauf es bei WTM ankommt, welches Equipment man auch braucht. Und so wollen wir heute anfangen. Damit ihr einen kleinen Überblick auch habt, wie ich heute starte, lacht jetzt nicht, dass ich hier oberkörperfrei stehe. Ich so, oh Gott, hier nächster Chaot. Ich möchte euch komplett teilhaben lassen, was meine Ausgangssituation war und wie sich einfach so die Entwicklung bei mir im Training jetzt ergeben hat. Wir fangen heute quasi an mit einem Wiegen. Ich hoffe, dass das jetzt so einigermaßen funktioniert. Ich habe vor mir meine total tolle Waage. Ich kann euch die mal zeigen. Super. Und ja, so werde ich das dann einmal präsentieren. Das ist mein total fettleibiger Körper, aktuell Massephase, ganz klar. Wir werden sehen, was es uns so bringt. Einfach mal auf die Waage, keine Angst. Und wir sehen 90,4 Kilo. Super, Anfang des Jahres wollte ich 90 Kilo Masse haben. Heute habe ich 90 Kilo Fett, das ist überhaupt nicht schön. Wie man hier auch sieht, dicke Plauze, das Zeug muss weg. Ich werde halt eben noch nachher im Studio noch ein paar Messungen machen, Blutdruck, vielleicht noch eine Fettmessung machen. Ansonsten mit einem Maßband die entscheidenden Maße noch nehmen. Und dann werde ich euch einfach teilhaben. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns gleich im Studio und dann geht's weiter. Jo, hi Leute. Eben noch auf der Waage, jetzt schon im Studio. Ja, es ist ein bisschen später geworden. Ihr seht, ich bin schon ein bisschen umgezogen. Ich hatte mir eben noch ein paar Gedanken gemacht, wie wir weitermachen. Da natürlich WTM nicht gerade mal so eine easy peasy Sache ist, das ist schon etwas, was man sich langfristig vornehmen sollte, habe ich mir Verstärkung gesucht. Ich habe, falls einer nicht weiß, oder ihr werdet es wahrscheinlich viel nicht wissen, ich arbeite halt eben auch im Fitnessstudio. Das heißt, wenn ich ins Studio gehe, dann ist es auch auf der Arbeit. Und ich habe hier einen klasse Trainer, mit dem habe ich jetzt meinen Trainingsplan erarbeitet, beziehungsweise die Grundzüge haben wir uns überlegt, worauf kommt es an, wie gehen wir das ganze Thema an, was ist wichtig bei WTM. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Ich hoffe, mit der neuen Kamera, das klappt so einigermaßen. Also quasi sieht so diese ganze Mappe aus, diese ganze ja, Flipchart, so haben wir uns Gedanken gemacht. Das werden wir morgen definitiv nochmal erläutern. Da werde ich dann euch auch den Christian vorstellen, quasi meinen PT, meinen Personal Trainer, mit dem ich das Ganze in Angriff nehmen werde. Und dann werden wir auch die einzelnen Punkte durchgehen, wo man darauf achten muss. Wie ist das Wetter in Las Vegas? Mit welchen Risiken sind da zu rechnen? Wie ist die Luftfeuchtigkeit? Welche Höhenmeter haben wir da? Und halt eben auch, welche Ziele haben wir. Ne? Also ich haben wir jetzt halt eben 3 Ziele festgelegt. Ein Primärziel, ein Sekundärziel und ein Tertiärziel. Und das werde ich dann halt eben euch alles noch definitiv im Laufe dieses Jahres erklären. Morgen mit Christian werden wir da ganz explizit darüber sprechen, was es für Möglichkeiten gibt, wie wir diese Ziele erreichen möchten. Und dann werden wir auch ein bisschen über unseren Trainingsplan oder beziehungsweise meinen Trainingsplan besprechen, was ich hier machen kann, wie meine Woche aussehen wird.
und gucken. Vielleicht werden wir morgen schon ein bisschen Ernährung ansprechen, aber ich denke mal, da werden wir einen kompletten Blog drüber schreiben oder ein ganzes Video drüber machen über die Ernährung. Und ja, ich werde jetzt noch ein bisschen wahrscheinlich laufen gehen, schauen, wie es mir nachher geht. Dann werde ich mich nach dem Laufen nochmal melden. Tja, let's do it, ne? Aber jetzt zählt die Zeit. 365 Tage ungefähr, wenn es das gleiche Wochenende bleibt wie dieses Jahr. Wohl Toughest Mudder. Der Termin ist noch nicht online raus. Und ja, wir werden sehen. Abwarten, was draus kommt. Und ansonsten sage ich nur, dann bis später. Jo. Ja, ich habe mich dann doch wirklich durchgerungen, wie man sieht. Total scheiß Runde im Wald. Nicht scheiß Runde, weil die Runde doof ist, aber weil ich nichts mehr drauf habe. Das waren jetzt 10 Wochen, verletzungsbedingt. Ellenbogen, Knie, Erkältung. Werde ich euch alles noch berichten. Erfolgreich seit 4 Tagen mit dem Rauchen aufgehört. Ich habe gedacht, mir brennt gerade die Lunge einfach nur komplett raus. Aber ich sag mal, ich habe halt eben, ja, waren jetzt nur 25 Minuten durchgehalten. Kilometer brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist unter aller irdischen Hemisphären, die wir haben. Aber es ist eben eine gute Runde. Und ich denke mal für den Anfang, jetzt haben wir so einen Iststand. Wie gesagt, morgen werde ich dann nochmal berichten. Mit dem Christian werde ich euch vorstellen, dann werde wir nochmal gezielt auf die Trainingsvorbereitung gehen. Dann haben wir jetzt auch den Wert, wie gesagt, morgen nochmal vielleicht eine Blutdruck, Fettmessung, also Blutdruck, Fettmessung. Vielleicht nochmal den Umfang messen, Bauchumfang, Hüftumfang, Beinumfang. Und ja, ein Punkt definitiv auch Regeneration, da freue ich mich jetzt drauf. Viel trinken und Wasser trinken natürlich und schön ein halbes Stündchen in die Sauna, dass die Muskeln wieder warm werden und sie aktiv regenerieren. Auch da werde ich erläuternd noch reingehen, euch besprechen, was aktive Regeneration heißt. Und ja, bis dahin sage ich erstmal cool, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ich weiß jetzt gar nicht, waren jetzt 3 Takes. Hier ist so 2 bis 3 Minuten, denke ich mal. Ich weiß es nicht. Ja, habt ihr Fragen, Anregungen für die folgenden Videos? Schreibt es runter in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Und seid mir nicht böse, wenn es wirklich das erste Video ist, das von der Qualität nicht so gut ist, von der Sprache nicht so gut ist, vom Ton nicht gut ist, vielleicht auch schlecht geschnitten ist. Schreibt's rein, auch negative Kritik ist eine gute Kritik, nur so kann ich besser werden. Und ja, ansonsten sage ich immer nur, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen hoch, schreibt einen Kommi und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich denke mal, es wird morgen dann am Dienstag, den 15. November kommen. Und dann sind es ja nur noch knapp 360 Tage bis zur WTM 2017. Ich danke euch. Wir sehen uns. Schönen Abend noch. Schaut, euer Thorsten.